Hallo liebe Häkelfreunde, heute habe ich dieses tolle Sofakissen für euch gehäkelt. Es hat eine Größe von 40 x 40 cm. Ihr könnt es aber natürlich auch kleiner oder größer machen und ich wünsche euch viel Freude damit. Für dieses Kissen nehme ich die Lollipop von Gründel. So ein Knäuel hat 150 Gramm und 240 Meter Lauflänge und ich nehme eine Häkelnadel Nummer 5. Und ich beginne mit einer Anfangsschlinge, häkle 5 Luftmaschen, 1, 2, 3, 4, 5 und schließe diese mit einer Kettmasche zum Ring, häkle 3 Luftmaschen, die gelten als ein Stäbchen und häkle noch weitere 2 Stäbchen in den Ring hinein. Dann häkle ich 2 Luftmaschen und noch einmal 3 Stäbchen in den Ring. 1, 2, 3. Das Ganze sieht dann so aus. Wir haben auf beiden Seiten 3 Stäbchen und jetzt wende ich, beginne wieder mit 3 Luftmaschen als Ersatz für ein Stäbchen, häkle auf die vorhandenen Stäbchen ein Stäbchen jeweils drauf, also auf diese 3. Dann folgen 2 Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen und noch einmal 2 Stäbchen in die Lücke und 3 Stäbchen auf die vorhandenen Stäbchen der Vorrunde. Das letzte kommt hier in die 3. Luftmasche des Ersatzstäbchens. Jetzt sieht das so aus, wir haben auf beiden Seiten 5 Stäbchen. Und jetzt beginne ich wieder mit 3 Luftmaschen als Ersatz für ein Stäbchen und häkle jetzt diese 4 Stäbchen, die aus der Vorrunde noch da sind. Das erste ist ja schon besetzt. Häkle ich Reliefstäbchen von vorne, das heißt, ich steche um das Stäbchen herum, hole den Faden durch und häkle ein Stäbchen. Ein Umschlag, um das Stäbchen herumstechen, Faden durchholen, ein Stäbchen häkeln, ein Umschlag, um das Stäbchen herum, den Faden etwas länger ziehen und ein Stäbchen häkeln. Dann kommen 2 ganz normale Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke, dann wieder Reliefstäbchen von vorne, bis zum vorletzten Stäbchen und das letzte machen wir einfach in diese Lücke hinein. Das dürfen wir nicht vergessen, das letzte Stäbchen in die Lücke. So haben wir jetzt auf beiden Seiten 7 Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 auf beiden Seiten. Die Hinreihe machen wir immer in normalen Stäbchen und in jeder Reihe kommen immer 2 Stäbchen auf jeder Seite dazu. Jetzt haben wir also, wenn wir
bis zur Lücke häkeln und in die Lücke 2 Stäbchen, haben wir jetzt 9 Stäbchen. Dann die 2 Luftmaschen, wieder 2 in die Lücke und die 7 Stäbchen der Vorrunde einfach abhäkeln. Und auch auf dieser Seite erhalten wir 9 Stäbchen. Das letzte kommt in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens. Sieht jetzt so aus, und bei der Rückreihe machen wir immer Reliefstäbchen von vorne. Das erste ist klar, das ist ein Ersatzstäbchen, und dann lauter Reliefstäbchen bis zur Spitze. Und wie gesagt, in jeder Reihe ergeben sich auf beiden Seiten je 2 Stäbchen mehr durch die Zunahmen in der Spitze. Die Spitze ist immer gleich mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Dann folgen wieder lauter Reliefstäbchen bis zum vorletzten Stäbchen. Und dann noch eins in die Lücke zwischen den letzten beiden Stäbchen. Und ich zeige euch die beiden Reihen noch einmal und dann geht es immer gleich weiter. Die Hinreihe besteht immer aus ganz normalen Stäbchen. Immer alle abhäkeln bis zur Spitze. Dann die Spitze immer gleich mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Dann wieder alle Stäbchen der Vorrunde abhäkeln. Und das letzte immer in die dritte Luftmasche. Sieht jetzt so aus. Und die Rückreihe besteht aus Reliefstäbchen von vorne. Also immer mit dem Ersatzstäbchen beginnen. Dann lauter Reliefstäbchen bis zur Spitze. Und an der Spitze sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe bis zur Spitze Reliefstäbchen gemacht. In die Spitze kommen wie immer 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen und dann wieder lauter Reliefstäbchen bis zum vorletzten Stäbchen. Und da sehen wir uns nochmals wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin beinahe mit der Reihe fertig und das letzte Stäbchen kommt immer in die Lücke hinein. Und jetzt werden diese beiden Reihen ständig wiederholt,
bis ihr ein Quadrat habt, das der Größe eures Kissens entspricht. Ich mache es 40 mal 40 und macht euch keine Gedanken, wenn das nicht ganz am Anfang noch nicht ganz quadratisch ist. Das regeln wir dann mit der Abschlussreihe. Wichtig ist, dass in jeder Reihe immer 2 Stäbchen dazukommen und dann sehen wir uns wieder, wenn euer Kissen die gewünschte Größe erreicht hat. Bis bald! Willkommen zurück. Mein Teil hat jetzt ungefähr eine Seitenlänge von 40 cm, so wie ich es brauche. Das Ganze sieht, wie gesagt, noch nicht ganz quadratisch aus, weil sich die Rippen natürlich ein bisschen zusammenziehen. Das macht aber gar nichts. Jetzt machen wir noch eine Abschlussrunde und am Ende wird das Polster ja noch gewaschen und in Form gezogen. Und ich habe jetzt hier mit einer Rückreihe geendet und ich mache jetzt rundherum noch eine Reihe halbe Stäbchen. Ich beginne mit einer Luftmasche, häkle gleich in die erste Masche ein halbes Stäbchen und ich mache das auf der schönen Seite, häkle jetzt bis zur Ecke und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin an der Spitze angekommen und in die Spitze häkle ich 3 halbe Stäbchen in diese Lücke hinein und dann häkle ich bis zur nächsten Ecke weiter und da sehen wir uns wieder. Das Ganze sieht so aus. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin an der nächsten Ecke angekommen, habe bis zum vorletzten Stäbchen halbe Stäbchen gehäkelt. Jetzt häkle ich in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens 3 halbe Stäbchen, 3 alle in eine Masche und dann häkle ich jeweils 2 halbe Stäbchen immer um die Stäbchen am Rand herum, also pro Reihe 2 halbe Stäbchen und an der nächsten Ecke sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin jetzt an der Ecke angekommen, wo wir das Kissen begonnen haben und auch hier in diesen Kreis häkle ich wieder 3 halbe Stäbchen und dann geht es auf der anderen Seite weiter, wieder mit 2 halben Stäbchen pro Reihe und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin beinahe fertig mit der Runde. Auch in die letzte Reihe hier häkle ich noch 2 halbe Stäbchen und dann häkle ich in diese kleine Lücke hier noch einmal 2 halbe Stäbchen, so dass wir auch hier eine schöne Ecke haben und schließe ins erste halbe Stäbchen zur Runde, häkle noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest und das Ganze ist jetzt schon wesentlich quadratischer als vorhin, aber wie gesagt, erst mit Waschen und Zurechtziehen wird das dann richtig quadratisch und was wir jetzt brauchen, ist ein zweites identisches Teil und wenn ihr das angefertigt habt, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe jetzt ein zweites identisches Teil angefertigt und lege die jetzt rechts auf rechts aufeinander und zwar so, dass
hier, wo wir begonnen haben, dass das aufeinander kommt bei beiden Teilen. Und ich habe Folgendes gemacht. Ich mache hier, lasse ich einen Schlitz frei, um das Kissen hineinzustecken. Und ich habe bei beiden Teilen von der mittleren Masche hier in der Lücke habe ich 15 Stäbchen hinüber, 15 halbe Stäbchen hinüber gezählt und hinten ebenfalls. Und hier beginne ich, also hier steche ich durch, die Klammern brauchen wir dann nicht mehr, hole den Faden durch, mache einen Knoten hinein, steche noch einmal durch beide Teile durch dieselben Maschen, hole den Faden durch, häkle eine Luftmasche, steche noch einmal ein durch dieselben Maschen, hole den Faden durch, häkle eine feste Masche und häkle jetzt die beiden Teile Masche für Masche zusammen. Das sollte sich gut ausgehen. Wir sollten bei beiden Teilen dieselbe Maschenzahl haben. Und auch hier häkle ich dann von der Ecke weg noch 15 feste Maschen, sodass in der Mitte ein Schlitz bleibt, um das Kissen hineinzustecken. Und wenn ihr rundherum gekommen seid, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe jetzt die beiden Teile zusammengehäkelt, habe gleich schon alle Fäden entweder mit eingehäkelt oder gleich vernäht. Jetzt ziehe ich den ein bisschen lang und drehe das ganze Kissen auf die schöne Seite und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe das Kissen jetzt umgedreht und jetzt mache ich um diesen Schlitz herum noch eine Reihe feste Maschen. Dazu beginne ich mit einer Luftmasche und starte dann mit den festen Maschen. Und das macht ihr einfach rund um den Schlitz, bis wir wieder hier ankommen. Und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe jetzt rundherum feste Maschen gemacht. Schließe noch zur Runde in die erste feste Masche, häkle eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Und jetzt werde ich noch auf einer Seite, da wo die halben Stäbchen sind, ein paar Knöpfe annähen. Knopflöcher brauchen wir nicht, die haben wir, die können wir, also die Stäbchen oder die halben Stäbchen, je nach Größe der Knöpfe, könnt ihr das hier zuknüpfen und dann ist unser Kissen fertig. Liebe Häkelfreunde, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt Spaß und Freude beim Nachhäkeln dieses tollen Sofakissen und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Eure Karin aus dem Ländle.